Ich hatte auch sehr, sehr tiefe und schwere Momente in meinem Leben und was mir da geholfen hat, war immer, in die Natur zu gehen. Ich habe tiefe Naturerfahrungen gemacht, Grenzerfahrungen auch in der Natur alleine. Und die haben mich zum Leben erweckt, also kann ich sagen. Also das, wo ich ja, wie zu mir gekommen bin und gemerkt habe, das ist eigentlich das Leben. Ich bin Carola, ich bin freie Doula und das heißt, also ich begleite Schwangerschaften, Geburten und Wochenbett und ich mache naturverbundene, ganzheitliche Stimmarbeit und Gesangs- und Körperpsychotherapie. Und ja, ich bin auch Wildkräuterfrau und leidenschaftliche Gärtnerin und liebe es, meinen Körper zu betätigen in verschiedensten Arten und ja, liebe es, nah an der Natur zu leben, wie auch hier in meinem Bauwagen, in unserer Gemeinschaft am Waldhof im Schwarzwald. Das ist mein mit Deichsel 7 Meter langer Bauwagen, ohne Deichsel 6,30. Ja, ein bisschen zur Geschichte. Ich habe früher in einem ja, sehr einfach gelebt, nah an der Natur, ein paar Jahre ohne Strom und Wasser. Und da wusste ich, okay, das ist mein Ding. Und jetzt, wo ich hier bin, war es nicht möglich, was anderes zu machen. Deswegen wollte ich einen Bauwagen haben und das musste schnell gehen. Deswegen habe ich gedacht, baue ich jetzt einen oder kaufe ich einen? Und habe ich lange hin und her überlegt und abgewegt und es wäre auch geldlich aufs selbe hinausgekommen. Und da es zeitlich besser war, habe ich gedacht, okay, ich habe den auf eBay gesehen und der war also einen Tag irgendwie gerade drin und ja, der ist wunderschön, den nehme ich. Der hatte noch einen Anbau hier vorne auf der Deichsel stehen, also hier vorne dran, den steht auch noch da hinten, da war das Bad drin. Aber das würde ich erst wieder nutzen wollen, wenn der Platz noch definitiver ist. Also genau, und deswegen war diese Wand hier aufgerissen und dann ein Freund, der auch sehr, sehr schön, also Schreiner ist und sehr schön mit Wildholz arbeitet, wir zusammen haben dann hier die Wand verkleidet. Und da ich auch noch einen autarken Bauwagen haben wollte, ein autarkes Tiny Home, haben wir Dachrinnen angebracht. Die sieht man halt also hier. Also die etwas schönere Seite ist eigentlich auf der hier, weil der hatte von vornherein schon sehr ja, liebevoll gearbeitete Holzarbeiten. Deswegen habe ich mich sofort in den verliebt. Und auf der Seite sieht man das, dass der vorherige Besitzer hier diese Fenster so schnörkelig umrandet hat. Und also bei jedem Fenster hat er das gemacht. Und genau deswegen wollte ich das so fortsetzen. Bei dem Fenster hier fehlt das noch, aber das kommt noch, genau. Da ich eine Tochter habe, wollte ich mehr, also auf jeden Fall 2 Betten haben und mehr Platz. Und dieser Bauwagen hat halt, wie man dort sieht, ist der hinten erhöht. Also hinten ist der 4 Meter hoch. Und das heißt, oben ist ein Doppelbett drin und unten. Und dadurch gibt es auch mehr Raumgefühl. Und deswegen, ja, ich fand das so schön, dass es eben ein großes Fenster hat, das man auch noch öffnen kann in alle möglichen Richtungen. Ja, also dass man Licht hat und rausgucken kann in den Wald. Das war mir wichtig. Ich bin nicht so aufgewachsen, also es war eigentlich das Gegenteil davon, wie ich aufgewachsen bin, halt am Rande von Hamburg in einem Haus zusammen mit meinen Brüdern und Eltern und ich hatte ein Zimmer und wir hatten zwar auch einen Garten und mein Vater hat auf der einen Seite des Gartens auch angebaut, also da habe ich das schon kennengelernt, aber ich war auch immer in einer Großstadt. Als ich dann ausgezogen bin und Abi gemacht habe und dann Studium, war eigentlich mein Wunsch immer, ich will ins Ausland, ich will ins außereuropäische Ausland, ich muss mal was anderes sehen. Und weil mein Ding waren auch die Sprachen, also ich liebe es, in anderen Kulturen mich zu bewegen, andere Sprachen zu sprechen, zu hören, zu lernen. Nachdem ich gemerkt habe, ich fühle mich gar nicht wohl in diesem theoretischen Studium, was ich auch eigentlich hauptsächlich wegen meines Vaters gemacht hatte. Da
Da habe ich gedacht, da ist mir das Buch von Alchemisten von Paulo Coelho in die Hände gefallen. Und wo es ja darum ging, geh deinen Herzensweg. So. Und da habe ich gespürt, okay, ich gehe gerade nicht meinen Herzensweg. Ich muss jetzt wirklich ins Ausland. Und es war auch ein bisschen ein tragisches Ereignis. Also mein Vater ist dann gestorben. Aber das hat mir ehrlich gesagt, es war traurig, aber es hat mich auch irgendwo in einem Sinne befreit. Und ja, ich gemerkt habe, jetzt kann ich wirklich auch mal wirklich gehen. Weil mein Vater war nie dafür, dass ich ins Ausland gehe. Und dann bin ich nach Chile gegangen. Ich wollte da mit den Ureinwohnern in Kontakt kommen, mit den Mapuche, und das bin ich auch. Und habe ziemlich schnell gemerkt, so, das ist eigentlich mehr mein Lebensstil. Einfacher, nah an der Natur, und dass es nachhaltig ist, dass es ein Kreislauf ist, und dass also da hat sich sehr auch der Weg zu meiner eigenen Spiritualität geöffnet. Und auch in Verbindung mit den Tieren und den Wesenheiten, die es auch so gibt, die wir nicht sehen. Und auch den Pflanzenwesen. Okay, ja, dann zeige ich euch mal, wie es drin aussieht, wie ich so lebe. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ist oben das Doppelbett. Und unten ist jetzt wie so ein Wohnzimmerbereich, wie so eine Sitzecke, ja, wo man sich so gemütlich hinsetzen kann oder mal in der Mitte einen kleinen Tisch aufbauen. Also machen wir manchmal, essen wir hier, oder also ganz unterschiedlich. Und das Schöne ist, dass man hier noch ein Element reinmachen kann und dann kann man hier auch schlafen. Also das Element ist jetzt zurzeit hier hinten gelagert, und ja, deswegen ist es ganz praktisch. So kann ich auch manchmal Gäste hier aufnehmen, oder wenn meine Tochter alleine schlafen will oder ich, dann können wir das machen. Das sind alte, einfach verglaste Fenster. Also das ist, genau, dadurch atmet es mehr. Ich muss immer wieder mal Feuchtigkeit abwischen. Aber ehrlich gesagt finde ich es nicht schlimm, weil ich bin ein Mensch, ich liebe es, frische Luft zu haben und an der frischen Luft zu sein. Und deswegen, ja, also mich stört es nicht. Und da ich auch ein Ästhet bin, finde ich es auch schön, dass es solche Fenster sind. Und ich habe einfach auch, muss ich sagen, dadurch, dass ich in Südamerika gelebt habe, erstmal auch einen ordentlichen Kulturschock bekommen und gesehen, wie viel wir doch die Natur ausbeuten, und konnte da auch bewusst mich auch engagieren. Damals gab es da eine Papierfabrik, wo es eben die Natur ausgebeutet wurde aufgrund von Eukalyptusanpflanzungen und die Erde immer mehr austrocknete und die Fischer dort drunter litten. Und da habe ich mich auch sehr engagiert dafür, und habe dann auch im Sommer mit diesen Fischerskindern haben wir da Projekte gemacht, und also es war eine Zeit, wo ich sehr aufgewacht bin. Also es hat mich alles so tief berührt und auch sehr traurig gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte wirklich nachhaltiger leben. Das ist mir ganz wichtig. Einen geringeren Fußabdruck hinterlassen. Ja, ich habe überall so ein bisschen meine Ecke, Eleas Ecke, also die von meiner Tochter, das ist so ihrs, das da oben ist so meins, und hier auch so ein bisschen. Ja, also mein Bauwagen ist gleichzeitig auch Büro, aber gleichzeitig auch Wohn- und Schlafzimmer und Meditationsecke. Genau, das ist hier so mein kleiner Altarbereich, wo meine Instrumente sind, meine selbstgebaute Trommel, meine Rassel, die ich auch gebaut habe. Also ich mag eigentlich gerne Dinge selber machen, wenn ich es mache. Also deswegen wollte ich eigentlich auch diesen Bauwagen selber bauen, aber das war so eine schöne Begebenheit, dass dieser Mann, der den zum Verkauf freistellte, er meinte, er verkauft den nicht an jedermann und jeder Frau. Also er muss das wirklich spüren, dass die Person den liebt und passt zu dem. Und das war irgendwie so schön, dieses Treffen mit ihm. Ja, da ich dachte, okay, soll jetzt alles so sein. Das mache ich jetzt. Ja. Genau, hier schlafe ich oder auch meine Tochter und ich, oder auch wenn ich Besuch habe. Hier kann ich noch das Fenster aufmachen. Hier ist noch so Ablage für Bücher. Hier trockne ich auch meine Kräuter. Das ist ganz praktisch, weil hier oben ist immer der wärmste und trockenste Ort. Und das war übrigens im Haus immer schwierig. Jetzt habe ich hier meinen perfekten Trocknungsplatz.
1,60, glaube ich, 1,60 breit. Ja, also es reicht. Kleiner hätte es nicht sein dürfen. Und genau, das wollte ich noch erwähnen. Ich finde es so schön. Ich habe auch selber schon an verschiedenen Plätzen, so an entstehenden Ökodörfern oder Gemeinschaften Mosaiken gemacht, auch mit Lehm. Und deswegen, als ich das gesehen habe, dass das im Bauwagen ist, dachte ich, ja, oh, das ist total mein Ding. Also das war schon drin, hat der Vorgänger gemacht. Und da habe ich mich auch gleich drin verliebt. Und hier in dieses Detail auch, in dieses wunderschöne Fenster, was man jetzt nur halb sieht, aber ja, das ist auch ein Kunstwerk. Also das ist für mich so der rote Weg, der rote Faden des Lebens und der rote Weg, der auch irgendwie zu mir passt. Ja, da bin ich dann irgendwann wieder zurückgekehrt nach Deutschland und dann hatte ich jemanden kennengelernt, mit der dann schon nach der Wende für ein Apfel und ein Ei quasi im alten Kuhstall einen Speicher gekauft hatte, wo ich dann mit eingezogen bin und den wir dann ja mit Lehm, Stroh ausgekleidet haben. Da habe ich gemerkt, so ja, das ist so der Stil, in dem ich mehr leben möchte. Also Regenwasser auffangen, viel Garten machen, Wildkräuter ernten. Ich habe immer noch den Wunsch, ich möchte mein eigenes Lehmhäuschen bauen. Und ich hatte hier schon angefangen, eine kleine Plattform, einfach nur mal so zu experimentieren. Die Plattform steht, aber da das hier nicht so sicher wo war, so bleiben wir jetzt wirklich alle hier oder nicht, bin ich erstmal für den Bauwagen gegangen, für ein Tiny Home, so was ich mit wegziehen kann. Und ich weiß, dass ich noch ein Lehmhäuschen bauen werde, so das, wo auch ich das mit dem Wassersystem und alles mehr, ja, noch mehr so gestalten kann, wie ich es wirklich will. Ja. Ich liebe es, Yoga zu machen oder auch mal Qigong oder zu tanzen, auch zusammen mal mit meiner Tochter irgendwie auch zu spielen, Übungen zu machen und gleichzeitig liebe ich es auch, mit Menschen hier auf dem Boden zu sein, gemütliche Sitzecken zu machen. Und deswegen wollte ich das hier frei lassen. Also, dass ich das frei gestalten kann, wie ich will. Da soll noch eine etwas gemütlichere Bank hinkommen. Das ist jetzt noch mal provisorisch, aber es reicht schon aus, dass ich hier einfach so sitzen kann. Und hier kommt dann schön im Winter die Wärme und dann kann ich hier in die Weite schauen, wo ich ja, abends den Sonnenuntergang beobachten kann und in den Wald hineinschauen kann. Und ja, das tut sehr gut einfach. Was ich auch schön fand, dass der Wagen hier oben überall Fenster hat, eingebaut hat, der noch das Oberlicht gibt. Also das heißt, auch im Winter ist es nie dunkel geworden, wirklich. Und ich bin ein Lichtmensch, deswegen war mir das sehr, sehr wichtig. Ja, hier oben ist noch ein ganz bisschen Lagerraum, kann man sehen. Also viel Stauraum gibt es hier in diesem Bauwagen nicht. So, das ist ein kleiner Nachteil, kann ich schon sagen. Also hätte ich das gebaut, hätte ich, glaube ich, mehr noch irgendwie Stauraum unterm Bett irgendwo oder auch oben noch ein bisschen mehr Stauraum organisiert. Aber ja, also gut. Der Vorteil ist, dass ich mich reduzieren muss. Ja, zur Küche. Ja, also wie ihr seht, hier sind so Ablageflächen, wo ich Geschirr, Töpfe, Besteck und so weiter lagere. Ich wollte das ganze Kuddelmuddel nicht frei ersichtlich haben, deswegen habe ich so einen kleinen Vorhang davor gemacht. Und hier ist noch ein Kühlschrank. Ich habe den ehrlich gesagt lange nicht benutzt, weil ich eigentlich lieber einen Naturkühlschrank möchte. Aber jetzt, da es ziemlich heiß auch zwischendurch wurde, habe ich das erstmal so gemacht. Aber ich hatte davor eigentlich die ganze Zeit nur einen großen Tontopf, wo ich meine zu kühlenden Sachen aufbewahrt habe. Und ja, es hat auch funktioniert. Aber jetzt habe ich noch mehr Sachen und es passt nicht alles da rein, also muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Aber wenn ich die Solarzelle habe, dann fühle ich mich auch wieder gut damit, ja, mit der Sonne dann den zu betreiben, da habe ich nichts dagegen. Farben liebe ich, deswegen liebe ich so auch die Gewürze zu sehen, die verschiedenen Texturen und habe mir das hier so aufgebaut und auch so da noch so ein paar Lebensmittel und ja, die Kräuter, die ich alle sammle. Die ich auch sehr gern sehe und auch benutze, auf jeden Fall regelmäßig.
Ja, meine selbst gesammelten Rosenblätter. Und ja, mache ich mir immer so meine eigenen Teemischungen. Und im Winter habe ich so eine ganz spezielle Mischung auch noch mit Weißdornbeeren, die ich hier immer sammle, und Hagebutten und Gewürzen. Also ich mache mir meinen eigenen Chai. Und dann kommen noch Kräuter rein und Zistrose. Und ja, das ist sehr potent. Nährt, stärkt das Immunsystem und macht sogar auch glücklich. Ja, alles selbst gesammelt. Das war auch einer der Punkte, der mich hierher gezogen hat, weil die Natur hier in Ruhe gelassen wurde und dadurch es ist enorm, was wir hier an Vielfalt haben und an Heilkräutern. Und ich merke es halt immer wieder, wenn ich mir irgendwann mal in der Vergangenheit doch was in der Apotheke gekauft habe, ein Kraut, wie viel weniger das duftet und wie viel weniger Wirkung es erzeugt, als wenn ich selbst sammle. Und dann, also ich mache es auch nach dem Mondstand. Und das macht viel aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Blüten der Schafgarbe an einem Blütentag ernte, sind sie viel aromatischer, haben viel mehr ätherische Öle, als wenn ich es eben nicht an einem Blütentag mache. Und das wird oft gar nicht berücksichtigt, also in konventionellen Betrieben oder teilweise in Biobetrieben schon. Und dann sind die Kräuter auch sehr preisintensiv. Und ja, also ich verbinde mich halt auch mit den Kräutern. Das habe ich halt dadurch, dass ich so einfach gelebt habe in Mecklenburg-Vorpommern. Da und angebaut habe und mich auch den Wildkräutern mehr genährt habe. Da sind mir, ja, wie soll ich sagen, es war ein bisschen wie, als wenn diese Pflanzen zu mir gekommen sind. Es soll gar nicht esoterisch klingen, es war sehr geerdet und deswegen verbinde ich mich mit denen und die sagen mir, was sie mir geben können. Und ja, das ist mit im Tee. Schafgarbe. Das, was ich eben geerntet habe, die Nachtkerze. Gut fürs weibliche Hormonsystem. Deswegen esse ich sie sehr gern. Regelmäßig. Schafgarbe auch gut für die Menstruationszeit. Wir haben regelmäßig Kreise. Gestern Abend hatten wir einen, wo wir uns treffen und Orga-Themen besprechen und dann aber auch Sharings machen, also das, wo wir von Herzen her teilen. Wir alle hatten so denselben Nenner. Wir wollten einen Ort auch erschaffen, wo für Heilkunst und auch Handwerk, Permakultur und da ja, haben wir angefangen, Workshops oder auch Seminare zu geben. Ich habe hier ein Singen angeboten und wir haben hier Jahreskreisfeste für Frauen gemacht. Also ich mit den anderen 2 Frauen hier. Ich bin freischaffende Doula. Also kommt aus dem Altgriechischen der Begriff. Einige kennen das noch nicht, deswegen erkläre ich das manchmal noch. Das ist so die Frau für die Frau. Die für die Frau oder auch den Mann, das Paar da ist und eine Vertrauensperson ist in der Zeit der Schwangerschaft, während der Geburt und auch nach der Geburt im Wochenbett. Und die ist mehr für die emotional-psychische Komponente zuständig, aber auch häusliches, wenn es sein muss, je nachdem, ob sie das macht oder nicht, aber könnte sie. Und ich bin jetzt im letzten Jahr meiner Weiterbildung, die ich in Berlin mache, zur ganzheitlichen Gesangs- und Körperpsychotherapie und ganzheitliche Stimmarbeit. Das mache ich auch mit Schwangeren. Jetzt kommt bald wieder eine hierher, ich habe hier einen kleinen Platz geschaffen, oben die Plattform, wo ich eben eigentlich ein Nebenhäuschen machen wollte. Das ist jetzt ein Medizinplatz. Also ich sage Medizinplatz, da gibt es ein Medizinrad, was ich gebaut habe und wo wir halt einfach ungesehen sind und geschützt. Und da kann ich zum Beispiel arbeiten mit Stimme, Gesang, Tanz, Feuer auch machen, wenn wir brauchen. Ja, hier mache ich mal ein kleines Medizinrad frei. Das ist die Mitte des Kreises, dass ich
hier arbeiten kann mit Menschen, die sich selbst in der eigenen Natur wieder näher kommen wollen und auch der äußeren Natur. Das ist auch ein, ich sag Medizinplatz, weil der mir selbst eine große Medizin war. In Momenten, wo es mir sehr schlecht ging, bin ich hier hochgekommen mit meiner Rahmentrommel, habe getrommelt, gesungen, getönt, gebrüllt, getanzt, mich auf die Erde gelegt. Auch in der Arbeit in der Verbindung mit den Elementen, die hier abgebildet sind und die Himmelsrichtungen. Es erinnert mich auch an meine vergangenen indianischen Leben, wo ich einfach schon immer eigentlich im Medizinrad gearbeitet habe. Ich habe tiefe Naturerfahrungen gemacht, Grenzerfahrungen auch in der Natur alleine. Und die haben mich zum Leben erweckt, also kann ich sagen. Also das, wo ich wie zu mir gekommen bin und gemerkt habe, das ist eigentlich das Leben, wirklich. Und ich brauche nicht viel zum Leben. Ich bin eigentlich glücklicher, wenn ich weniger habe, materiell. Also, und je mehr Materie ich habe, desto mehr muss ich mich um sie kümmern, desto weniger Zeit habe ich für die Dinge, die ich liebe, so Bogenschießen oder mit meiner Tochter in die Natur zu gehen oder was auch immer, Musik zu musizieren, also so zum Beispiel. Ne? Hey, hey, hey. Es war für mich unsinnig, am Ende meines Lebens, wenn ich endlich in Rente bin, endlich meine Träume zu erfüllen. So, das war für mich ganz paradox, weil ich hatte das Gefühl, das Leben will, dass ich lebe und dass ich jetzt lebe, weil es kann in jedem Moment passieren, so wie bei meinem Vater, der ist halt plötzlich gestorben und das war für mich so eine Lehre, also wenn, dann lebe ich jetzt. Ich weiß nicht, was morgen ist und es kann sich alles verändern. Deswegen würde ich euch raten, wartet nicht zu lang, bis das euer Körper alt ist und ihr einfach nicht mehr die Energie und Kraft habt und auch im Laufe des Lebens sammeln sich immer mehr Ängste an, möglicherweise. So, das beobachte ich auch an mir sogar. Also das ist, oder wenn man eben auch Eltern wird. Also ich bin jetzt Mutter und seitdem bin ich auch nicht mehr so risikofreudig wie vorher. Immer noch, aber ja, also wandelt sich und deswegen würde ich euch eher raten, hey, macht's lieber bald als zu spät, wenn ihr euch nicht mehr dazu in der Lage befindet. Duschen im Bach, wenn Sommer ist, gehe ich, wenn es warm ist, gehe ich viel in den Bach, also auch wenn es kalt ist, aber zum mal warm duschen gehe ich auch ins Haus dann. Genau, aber die Idee ist dann halt auch zukünftig, dass ich mit dem Solarstrom eben zum Beispiel auch Warmwasser machen kann und dann draußen einfach. Wenn ich die Solarzelle habe, bin ich nicht abhängig vom Stromnetz. Ich kann meinen eigenen Strom erzeugen und das finde ich auch super. Also das Gefühl von Unabhängigkeit und gleichzeitig schade ich niemandem. Also, und ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo es herkommt. Dasselbe mit meinen Abfällen, dasselbe mit meinen Geschäften. Also dass ich so mehr Übersicht und Überblick habe. Und ich bin eine kleine Frau. Ich merke, das passt zu mir. Ich brauche, es darf nicht alles zu groß, es darf nicht zu groß und zu hoch und so weiter sein, sondern ich muss überschauen können. Ja, das macht mich glücklicher und klarer. Und ich habe hier auf kleinstem Raum, ich habe hier so viele Dinge, die mein Leben begleitet haben und die Geschichten erzählen, das liebe ich. Wo ich merke, das habe ich aus Chile, da verknüpfe ich die Geschichte mit und die habe ich alle auf kleinstem Raum. Und ja, das ist schön. Das erhält auch meine Lebendigkeit. Der hat Geschichte auch. Der ist so, irgendwie sehe ich immer wieder, dass der so ein bisschen ist wie ich. Das ist ein alter chinesischer Hochzeitsschrank. Der begleitet mich schon seit wie vielen Jahren jetzt? 20 Jahren. Und zwischendurch war ich auch immer wieder Nomadin und habe einfach draußen gelebt oder im Ausland halt. Und dann stand er immer wieder unter bei Freunden. Und ich war so froh, dass ich ihn endlich wieder hierher kommen konnte.
Aber der ist halt sehr alt und hat jetzt immer mehr im Laufe des Lebens immer mehr Schrammen bekommen. Und ja, ist ein bisschen so. Ich habe den damals, als ich anfing zu studieren, da habe ich nur so Baumarktmöbel gesehen und dachte, das will ich alles nicht, es lebt alles irgendwie nicht. Das, nee. Und habe dann gewartet und geschaut, so irgendwie kommt da noch was anderes zu mir. Und dann eines Tages bin ich an so einem, Möbelhaus vorbeigekommen, was nur alte chinesische und mexikanische Möbel hatte. Und die waren viel zu teuer. Und da gab es eine kleine Ecke, wo es statt 1500, also damals war es Mark noch sogar, 150 D-Mark gekostet hat, dieser Schrank, weil er eine Schramme hatte. Und das ist, ja, da wusste ich, der ist es. Und jetzt steht er wieder bei mir, bin ich froh. Es wurde tatsächlich viel schneller warm hier im Bauwagen im Winter, als es sehr kalt war, als im Haus. Im Haus dauert es viel länger. Und dann ist meine Tochter immer, wenn sie oben geschlafen hat mit mir, bin ich früher aufgestanden, habe unten Feuer gemacht und nach kurzer Zeit ist es warm und entweder bleibt sie noch ein bisschen oben, wo sich die Wärme sammelt, oder sie ist direkt hier vor das Feuer gekommen, habe ich ihr ein Fell hingelegt und hat sich dann vorm Ofen angezogen. Und während ich hier dann Frühstück machen konnte für sie oder Brote schmieren, also das war für mich auch erleichternd eigentlich als im Haus. Erleichternder hier im Wagen, weil alles so kompakt da ist. Und sie mich direkt auch hat, wenn sie mir irgendwas sagen will. Im Haus war es immer so, wieder in einen anderen Raum gehen, immer wieder zurückgehen. Und hier ist, also ich fand es einfacher tatsächlich. Ja, und ich bin auch nicht so ein, also ich finde Putzen schon auch gut, aber ich finde es schöner, wenn es nicht zu viel Überhand nimmt. Und so finde ich es auch toll, wenn es ein kleiner, kompakter Wohnraum ist, wo ich weiß, okay, ja, ich muss nur ein bisschen putzen und dann ist gut. Wenn ich daran arbeite, dass ich mehr im Frieden bin, schaffe ich wieder ein Stückchen mehr Frieden auf dieser Welt. Und so sehe ich das im Großen und Ganzen, wenn jede da mit sich dran arbeitet und dafür geht, für das, was das Herz ihm oder ihr sagt. Es geht nur von innen nach außen, so sehe ich das. Und je glücklicher ich bin, desto mehr Glück strahle ich aus und stecke die Menschen an. Und wenn wir das alle machen, dann ich glaube daran, dass das was bewirkt. Und deswegen lebe ich auch in Gemeinschaft unter anderem. Und das war es meine Vision. Meine Vision ist noch etwas größer, von einer größeren Dorfgemeinschaft eher, wo wir einfach gegenseitig eben nicht mehr alleine individuell jeder für sich rumwerkelt und kämpft auch irgendwo, sondern wo wir uns miteinander befinden und gegenseitig unterstützen, wenn es mal schwieriger wird oder auch wenn es schön ist, auch mal Feste zusammen zu feiern und oder sich mit den Kindern aufzuteilen, dann sich das mit dem Garten aufzuteilen, so das ist, und gleichzeitig dann auch ein nachhaltigeres Leben zu führen, was besser für die Ressourcen der Erde ist und also mit denen nachhaltig und bewusst umzugehen. Und dann merke ich, dann entsteht auch in mir Frieden. Ja, ich schaffe da Frieden mit und wir können Inseln dadurch bilden, die eben ausstrahlen auf die Menschen. Und das wollten wir hier, dass wir Menschen einladen können, die hierher kommen können und auftanken können, um zu ihren inneren Wurzeln zurückzukehren. So. Und das möchte ich fördern in dieser Welt und wünsche mir das auch. Ja, ich wünsche mir das für die Welt.